lieben. Donnerstag, 28.08.2025. Viele Grüße vom Forst Central. Da stehen wir immer noch, hatten eine sehr ruhige Nacht, trotz Unwetter, Regenwarnung, die rausgegeben worden ist, hat uns aber nur Blitz und Donner und regenmäßig sehr am Rand tangiert hier oben. Haben wir nicht wahnsinnig viel von mitgekriegt, mal ab und an einen Blitz. Bisschen geregnet hat es, aber ansonsten war es das auch. Wir fahren nachher runter ins Tal. Video von gestern und vorgestern ist geschnitten, wird gerade gerendert und dann haben wir das Thema auch erledigt. Dann seid ihr auch wieder up to date, beziehungsweise habt es ja dann schon gesehen. Jetzt ist ja schon für Donnerstag und Freitag die Aufnahme in Planung. Wo es heute hingeht, wissen wir noch nicht. Vermutlich noch ein bisschen Richtung Süden, Richtung Mittelmeer. Mal gucken, ob wir es heute schon zu Gesicht bekommen. Lasst euch überraschen, bleibt dabei, es bleibt spannend. Time to say goodbye. Die Sachen sind gepackt und wir verlassen das Forst Central auf dem Weg, wo wir gekommen sind. Alles ein bisschen schmal hier. Ein bisschen aufpassen, wo wir lang fahren. Aber das kriegen wir schon hin. Zack, zack. Wieder bewölkt. Ich habe es heute Morgen ja schon gesagt, es war Unwetterwarnung wegen Regen. Aber so wahnsinnig viel haben wir davon gar nicht mitgekriegt. Wir befinden uns wieder auf dem Col di Tenda. Diesmal auf dem Weg nach unten. Sind einige Serpentinen zu fahren. Guck mal, kriegst du das hier eingefangen? Da haben wir ein bisschen was. Ja. Sind wir gestern hochgefahren. Eigentlich ganz schön steil hier hoch. Jetzt können wir dafür ein bisschen runterrollen lassen. Ist doch super. Landschaft wieder perfekt. Leider ist die Scheibe wieder ein bisschen dreckig. Wir gucken nachher mal. Kann sein, aber heute tanken müssen. Dann wischen wir dann nochmal eben von außen drüber. Ist ja alles kein Zustand so. Wir wissen immer noch nicht, wo es hingeht. Wir halten gleich mal an, wenn wir wieder einigermaßen Mobilfunkempfang haben. Dann machen wir uns einen Plan. Während wir hier so durch die Gegend fahren, hören wir natürlich immer sehr viel Musik. Da würde es mich mal interessieren, was hört ihr denn so für Musik, wenn ihr durch die Gegend fahrt? Was sind eure Lieder? Was macht euch Spaß? Was begleitet euch auf euren Fahrten? Habt ihr eine Spotify-Liste? Mit welchen anderen Anbietern seid ihr unterwegs? Schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. Würde mich freuen. Immer positiv denken. Der Regen hat auch was Gutes. Die Scheiben sind wieder sauber. So, mal eben quick and dirty. Irgendwann piepst hier die ganze Zeit. AdBlue ist auch wieder angegangen. Anstatt 7,1 sollen wir jetzt 7,4 Liter auffüllen. Bärbel hat sich mal kurz nach hinten gesetzt, um zu gucken, was da hinten piept. Vermutlich ist das, weil er sagt, unser Grauwassertank ist voll. Kann aber eigentlich auch alles nicht sein. Da können jetzt höchstens 15, 20 Liter drin sein oder sowas. Und wir haben eine Sekunde. Ich meine, dass wir da irgendwie 70 Liter oder so hätten. Jetzt kann es nur sein, wir sind gerade wieder ein bisschen kurbig gefahren, dass der Sensor dann mal auslöst, weil der dagegen schwappt oder so, keine Ahnung. Jetzt sagt er mir, AdBlue 2100 Kilometer können wir noch fahren. Ich finde die Meldung ja nach wie vor ein bisschen früh. Ja, naja, mal gucken. Also sobald wir irgendwie mal getankt kriegen, dann kriegt er seinen 7 Liter AdBlue hinterher. Aber das ist für mich ja nur ein Drittel von der Gesamtkapazität von dem AdBlue-Tank. Nach wie vor finde ich das was früh. Sieht zwar nicht, aber das ist die Fehlermeldung. Während ich hier hinten versuche, euch die Fehlermeldung per Video einzufangen, haben wir beide festgestellt, dass hier in gefühlt jedem Dörfchen so ein kleiner blauer Blitzerautomat steht. Das ist viel mehr als bei uns zu Hause. Ich versuche gleich... Hier ist Decathlon. Okay, hier ist Decathlon. Ich versuche später mal ein Foto für euch einzufangen. Heute am 28.08.2025 sind die Preise für LPG-Gas zwischen, was hast du gesagt? 62, 65, 66 Cent der Liter habe ich gerade gesehen. Und Diesel liegt zwischen 1,55 und 1,65. Ich habe jetzt mal einen Ausreißer mit 1,66 gehabt. Also an den ganzen Tankstellen, wo wir jetzt hier
gut vorbeifahren, weil wir ja über Land durch die Städte und Dörfer fahren, nach wie vor mautfrei. Wir haben ja die Zeit, man sieht dann halt mal ein bisschen mehr. Alba sind wir gerade durch, können da schon mal gucken, so grob die Richtung, wo wir vielleicht hinfahren wollen heute. Das war jetzt kein so schönes Städtchen. Ja, sind dann wohl doch die ersten Ausläufer von der riesen Regenfront, die wir hier angekündigt bekommen haben. Da ist ja riesen Unwetter. Gefahr Stufe 2 von 3 oder irgendwie sowas ist angesagt gewesen. Das haben wir oben am Forst Zentral gar nicht so mitbekommen. Aber wir haben vorhin auch schon eine ältere Dame gesehen, die ihr Hauseingang wieder trockengelegt hat. Da ist der Regen wohl auch schon rein. Na gut, hoffen wir mal, dass wir noch ohne weitere Probleme durchkommen. Aber das ist im Moment heute unser einziges Thema, mal abgesehen von dem blöden AdBlue und unserem Grauwassertank. Kriegen wir aber alles in den Griff. Versprochen, der Blitzer. Diesmal in Orange und irgendwie gefühlt stehen die in jedem kleinen Kaff, wo man nur durchfährt, haben die einen so einen Blitzer. Naja gut, mal gucken, ob wir noch den blauen sehen, dann fangen wir den für euch auch noch ein. Wir sind hier auf der Strada di Vino. Was das heißt, könnt ihr euch sicherlich denken. Bei unseren ganzen Touren hat der Sven im Navi alles ohne Mautstrecke eingegeben. Unser Navi hat uns aber jetzt unüblicherweise auf eine Autobahn geführt, wo stand Free Flow Toll, Free Flow Toll. Free Flow Toll. Waren jetzt 5,6, 5,9 Kilometer. Konnten wir nicht mehr ausweichen, sind drüber gefahren, war natürlich Kamera, alles gut. Nur haben wir keine Ahnung, wie wir den Kram jetzt begleichen sollen. Also das, was wir jetzt nachgeguckt haben von der Autobahn, hätte man sich entweder vorher registrieren müssen oder irgendwie so eine Mautbox haben müssen. Haben wir alles nicht. Eine Mautstelle an sich gab es auch nicht, wo man direkt mit Karte oder Bar hätte bezahlen können. So wie wir es eigentlich kennen. Naja gut, dann warten wir jetzt mal ab. Vielleicht kommt eine Rechnung nach Hause. Wie sind eure Erfahrungen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. So, wir haben jetzt einfach mal angehalten, AdBlue und Diesel auch nochmal voll gemacht. Was kostet da oben Diesel? 1,58,9. AdBlue. Seht ihr das hier? 89,9. Und bezahlt haben wir jetzt alles zusammen 69,77. Ja, dann haben wir jetzt erstmal wieder voll und hoffen mal, dass die Anzeige mit dem AdBlue verschwindet. Wir haben gerade getankt. Diesel und AdBlue. Diesel wäre noch gar nicht nötig gewesen, aber hat sich jetzt nun mal angeboten. Der nächste Blitzer. Die sind hier, das ist einfach unfassbar. Man kann gefühlt keine 2 Kilometer ohne Blitzer fahren. Ist so klar, ich halte mir an die Geschwindigkeit, aber irgendwie, wenn das Ding da am Straßenrand steht, ist man doch immer mal noch kurz erschrocken darüber. Also, wir haben gerade getankt mit Tankwart-Service an einer kleinen Tankstelle hier. Diesel hätten wir nicht gebraucht, haben wir jetzt auch voll gemacht. Und AdBlue, ich habe ja gerade schon eingeblendet, was wir bezahlt haben und was AdBlue gekostet hat. Laut Bordcomputer haben wir verbraucht Diesel jetzt auf dem letzten Teilstück seit dem letzten Tanken 9,9 Liter. Ohne den Tankwart-Service jetzt irgendwie, weil er nicht mit ausgewiesen ist auf der Rechnung, haben wir jetzt laut Rechnung 10,4 Liter Verbrauch. Also wird da irgendwo ein paar Euro 80 für den Tankwart-Service mit drin sein. So, jetzt hoffen wir einfach mal, dass AdBlue die Klappe hält. Wir sind jetzt wirklich randvoll mit AdBlue und Diesel wieder. Das Piepen mit unserem Grauwassertank, den wir zwischenzeitlich an der Versorgungsstation, Ver- und Entsorgungsstation noch geleert haben. Das ging jetzt aber so schnell, das war einfach quasi im Drive-by, haben wir jetzt nichts zu aufgenommen. Piepen hat nicht aufgehört, jetzt haben wir einfach mal da oben das Panel ausgeschaltet, damit wir da ein bisschen Ruhe haben. Kennen wir uns jetzt noch nicht so mit aus, vielleicht muss das ja auch immer während der Fahrt aus sein. Könnt ihr ja uns gerne mal einen Tipp geben oder in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das handhabt. So, dann sind wir jetzt, also plus minus, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon über die Grenze drüber sind. Wir sind ja Fort Central heute Morgen gestartet, sind dann von Westen nach Osten durch den Piemont gefahren, kratzen gerade oder müssten jetzt quasi drin sein
den südlichsten Mini-Zipfel von der Lombardei an, um dort dann auch wieder Richtung Osten rauszufahren in die Emilia-Romagna. Da ist nämlich heute unser Tagesziel. Bis dahin haben wir noch 44 Kilometer und Navi sagt 1 Stunde 6 Minuten. Ja, also das als kleines Update von uns. Sonst ist heute nicht viel passiert. Wir haben Glück gehabt, waren irgendwie nur 2-3 Stunden ist übertrieben. 1,5 Stunden vielleicht, wo wir den Regen noch hatten. Haben wir ja auch eingeblendet, da wo die Straße so ein bisschen überschwemmt gewesen ist. Und jetzt wird es aber besser. Je weiter wir Richtung Osten quasi in Norditalien fahren, umso besser wird es. Ganz schön warm. Ja, 24 Grad haben wir jetzt. Ja, im Vergleich zu den letzten Tagen da oben in den Bergen ist es gefühlt jetzt schon was wärmer. Da hast du recht, ja. Gut, das als kleines Update. Ansonsten ist ja nicht so wahnsinnig viel passiert. Wir sind einfach nur gefahren. Jetzt schon knappe 4 Stunden. 1 Stunde schaffen wir auch noch. Und dann zeigen wir euch mal, wo wir unseren Platz für heute finden werden. Zur Abwechslung landestypisch mal kein Col della, sondern ein Passo. Und zwar fahren wir jetzt auf den Passo Brallo. Geht schon wieder schön los. Schon wieder ein paar Serpentinen hier. Noch haben wir keine Aussicht. Wir sind ja gerade erst drauf gefahren, aber es wird in jedem Fall grüner. Ich glaube, das ist die Belohnung der Emilia Romagna für das letzte, doch recht langweilige Teilstück in Piemont, wo wir da unten durchs Tal gefahren sind. Also das kommt uns doch hier dann schon wieder deutlich gelegener. Unten im Tal hat gerade die Temperatur 31 Grad angezeigt. Also es ist mächtig warm. Da sieht es überhaupt gar nicht nach aus, Nein. ne? Also bewölkt, ich meine, ihr seht es ja ein bisschen am Himmel. Die Sonne knallt nicht, ist bewölkt. Mal ein Stückchen höher. Ja. Sehr schwül und sehr drückend. Gut, Klimaanlage läuft, alles ist gut. Aber wir wollen uns mal nicht beschweren. Nee, auf gar keinen Fall. Unten beim Eingang vom Passo Brallo steht drin, maximale Breite 2,10 Meter. Dann müssen wir gleich mal die Luft anhalten, wenn die 2,10 Meter Stelle kommt und oder Spiegel anklappen. Denn von Spiegel zu Spiegelaußenseite sind wir auf jeden Fall breiter wie 2,10 Meter. Das haben wir noch gar nicht ausgemessen. Ich glaube, ansonsten sind wir 2,4 Meter oder 2,6 Meter oder irgendwie sowas. Ja, lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall nach rechts ist die Aussicht doch jetzt langsam schon wieder ein bisschen angenehmer. Außer die Sträucher, die Ja, gut. Kommt schon noch. Wenn wir gleich ein Stückchen weiter oben sind, dann zeigen wir euch gerne mal die Aussicht, wenn sie dann frei ist. So, Passo del Brallo. Sind wir oben angekommen. Wie bei jedem Pass oben immer ein bisschen Touribuden, Restaurants. Hier der Hinweis auf 2,20 Meter Fahrbahn bzw. Fahrzeugbreite. Also wir haben jetzt keine Engstelle gehabt, wo wir nur mit 2,10 Meter durchgepasst hätten auf dem Weg hier oben. Aber war schön kurvig hier hoch. Ne? Aber leider den versprochenen Ausblick von dem Teilstück müssen wir euch schuldig bleiben. Ach, schade hier mit den Gebäuden, wie die wieder aussehen. Ne? So, jetzt Weil aber. im Rahmen dessen, hinter uns ist gerade keiner. Runter ins Tal. Vielleicht kommt da hinten gleich noch eine schöne Kurve, wo man ein bisschen... Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Dann fahren wir da noch mal eben kurz hin. So, Emilia Romagna. Ist doch schon mal wieder schick. Sehr, sehr viel Grün. Die Häuschen, auch wenn sie alt sind, haben einen gewissen Charme. So, ihr Lieben, hier seht ihr noch den Käse von meiner Ausbeute. Ja, ich kann euch nicht sagen, um welche Sorten es sich hier genau handelt, aber der hier, das ist der, weswegen wir da waren. Das ist dieser Beaufort-Käse und den schneide ich jetzt mal an und berichte euch, wie der schmeckt.
Noch eins. Natürlich hervorragend. Deswegen sind wir ja hier. Der hier ist sehr cremig, wie ihr seht. Bin sehr gespannt. So heißt das gute Stück. Nimm mir mal hier so ein Stück ab, bitte. Muss mitprobieren. Hast du? Ach so, ja. Das ist der kleine Runde. Ja. Oh. Sehr cremig. Sehr intensiv vom Geschmack. Oh, das ist eher wie so ein Ziegenkäse, würde ich sagen. Ach, guck mal. Steht ja auch drauf, Das Ziegenkäse. Ist, ja, Ja. das ist auf jeden Fall Ziegenkäse, ja. Ja. Alter. Ja, sehr streng. Aber das muss man mögen. Oh, der wird nach hinten raus immer kräftiger, oder? Ja. Wow. Der ist auch sehr lecker. Ich versuche das mal so zu kippen und zu zeigen, wie der aussieht. Das ist der hier. Und das ist dieser Beaufort-Käse. Also der hier ist auch wirklich sehr köstlich. So, das war's. Hallihallo. Wir sind angekommen an unserem Stellplatz für heute. Genauer genommen ist kein Stellplatz, sondern ein Campingplatz. Der ist uns nicht persönlich empfohlen worden, aber über ein YouTube-Video von einem YouTuber-Pärchen, die hier waren. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Auf jeden Fall ist der Platz sehr schön vorgestellt worden und die haben sich hier sehr wohl gefühlt und deswegen haben wir den auf unserer Route zu unserem grundsätzlichen Urlaubsziel, wo wir hinwollen, gespeichert und sind dann heute 250 Kilometer, 5 Stunden durch den Piemont, Lorbardei und dann die Emilia Romagna eben hier hingefahren. So, lasst es sein. Lasst es einfach sein. Ja. Keine Ahnung, was der Platz hier kostet. Kostenlos wäre zu teuer. Ich finde einfach überhaupt keine anderen Worte dafür. Die Anfahrt hier hoch war mit das Schönste von der ganzen Nummer heute. Dumm, dass das am Ende war, nachdem wir hier schon etliche Kilometer abgerissen haben. Dann ist es mit der Konzentration beim Fahren ein bisschen nicht mehr weit her. Sanitären Anlagen, Toiletten. Ich blende euch hier mal nur Fotos ein. Ich denke, das erklärt sich dann einfach von selbst. Ich möchte auch gar nicht mehr viel zu dem Platz sagen. Fakt ist, morgen früh sind wir hier wieder weg. Wir werden hier vermutlich noch nicht mal unsere Chemietoilette lernen. Also keine Chance. Gar keine Chance. Hat auch jetzt wettertechnisch nichts mit zu tun. Hier schüttet es gerade aus allen Wolken, aber das liegt noch an der Gewitter- und Regenfront, die quasi hier gerade über Norditalien hinwegzieht. Bärbel hat eben die Internetseite aufgemacht. Magst du da eben kurz mal sagen, wo wir hier sind, bitte? Camping Le Piane. Keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen ist, aber so genau. ist es. Also von uns eine ganz klare Nicht-Empfehlung, außer ihr seid irgendwelche, keine Ahnung, Jugend, Trubel, Gruppen, wollt zelten und das so günstig wie möglich. Wie gesagt, Preis erfahren wir dann wohl erst morgen, wenn wir abreisen. Wir nehmen hier keinen Strom und mit dem Hund gehen wir nur das Nötigste. Hier liegen Flaschen rum und ohne Worte, einfach bitte ohne Worte und Bilder habt ihr euch angeguckt, habe ich eingeblendet. Für uns ist die ganze Nummer nix, unabhängig davon, was es kostet. Ja. Gut, kleiner Reinfall, muss man sagen. Also hinterfragt die Sachen, die ihr da bei YouTube seht, immer ziemlich genau. Dann passiert euch das vielleicht nicht. Ciao, ciao. Hallo, da sind wir schon wieder. Kleines Update. Wir haben den extremst verregneten Nachmittag jetzt dazu genutzt, um uns für die nächsten 3 Tage ein sicheres Plätzchen zu suchen. Wir haben Google und sämtliche Apps befragt, AgriCamper und Co.
und haben dann jetzt, morgen ist der 29. von 29. auf den 30. ein Plätzchen gebucht und dann vom 30. bis 1.9. bleiben wir 2 Tage an einem Platz. Der hat uns relativ gut gefallen. Buchungsanfragen sind raus, sind auch schon beide bestätigt worden, so dass wir da einen sicheren Hafen haben, wo wir dann jetzt hin können. Denn in die Richtung, wo wir jetzt hinwollen, ist das mit dem Freistehen nicht mehr ganz so einfach, beziehungsweise nicht mehr so richtig legal. Da wollen wir uns dann nicht dran beteiligen. Wir wollen ja auch noch für andere die Möglichkeit offen halten, dass wir das zusammen noch einige Jahre so genießen können mit unserer Camperei. Das war es erstmal als kleines Update von uns. Bis später. Zum Abend nochmal ein schnelles Video, bevor wir gleich ins Bett gehen. Es hört nicht auf zu schütten. Der ganze Campingplatz hier ist quasi ein See geworden. Gut, dass wir mit dem Allrad unterwegs sind. Wir sollten da morgen nicht so richtige Probleme haben, wenn wir hier wieder abhauen. Vielleicht noch ein Käffchen, mal gucken, wie stark das hier die ganze Nacht noch wird. Ist ja auch heftig angesagt gewesen, deswegen haben wir uns ja hier ein bisschen Schutz gesucht. Es hört und hört nicht auf zu regnen. Blitz, Donner, na? Unglaublich. Und wir stehen mitten matschig drin. Aber wenn wir der Wettervorhersage Glauben schenken dürfen, dann soll es ab Sonntag, Montag in der Region, wo unser Ziel liegt, deutlich besser werden. Zumindest wieder sonnig, Mitte in der 20er als Temperaturen. Hoffen wir das Beste. Wir sitzen, liegen, kochen und putzen Zähne, jedenfalls im Trockenen. Viel besser kann es ja nicht sein. Guten Morgen, ihr Lieben. Freitag, 29.08.2025, 6:30, 6:32 Uhr. Sind gerade erst aufgestanden, haben extrem gut geschlafen, muss man sagen, wegen des Gewitters. Das hat noch bis weit nach Mitternacht richtig gestürmt, geblitzt, gedonnert und richtig geregnet. Wir sind gleich mal gespannt, wie die Bodenbeschaffenheit hier ist. Alma macht sich gerade auch fertig mit Bärbel für die kleine Morgengassi-Runde. Dann kümmere ich mich um Kaffee, Zähneputzen und Co. Ja, dann machen wir uns langsam mal fertig. Heute haben wir 4 Stunden 15, 4 Stunden 20. Ich blende euch das hier mal ein. Unsere Tour für heute bis zum nächsten Campingplatz. Der liegt dann in der Toskana. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Genau wie von Samstag auf Montag den Campingplatz. Da werden wir dann mal die komplette Wäsche frisch durchwaschen. Haben wir schon angemeldet. Auf dem Buchungsformular konnte man das alles angeben, was man dann da vor Ort nutzen möchte. Die scheinen ganz gut aufgestellt zu sein. Das ist so ein Agri-Camper-Platz. Stellen wir euch dann mal ein bisschen vor. Auch den, wo wir heute hinfahren. So, bin noch nicht ganz wach. Okay, dann bis später. Unser Kaffee-Setup. Da sind wir jetzt auch schon 3-mal nachgefragt worden, wie wir das machen unterwegs mit dem Kaffee. Ob aufwendig oder nicht, müsst ihr dann für euch selber entscheiden. Zum einen, weil wir wirklich gern Kaffee trinken, nehmen wir immer frische Bohnen mit, als Ganze, nicht gemahlen. Die mahlen wir dann immer erst frisch morgens. Wir haben hier diese manuelle Kaffeemühle, die ist von Heli Context, die begleitet uns schon eine ganze Zeit. Im Übrigen gleiche Marke wie unsere Ponchos. Dann haben wir hier die French Press von Bestago. Klassisches System, ne? Oben kommen die Bohnen rein, dann mit dem Sieb runterdrücken, bisschen gehen lassen. Unseren Trangia Wasserkocher, der gerade in Betrieb ist. Wir kochen das Wasser nie komplett auf, sondern lassen es quasi kurz vom Siedepunkt. Dann haben wir so 90, 93, 94, 95 Grad. Wir haben das mal eine Zeit lang ausgemessen oder nachgemessen beim Aufkochen. Dann lassen wir das Wasser nochmal eine Minute stehen, dann erst kippen wir es auf die gemahlenen Bohnen, lassen es dann sacken, so schmeckt es uns halt am besten. Und wir freuen uns immer drauf. Ein guter Kaffee am Morgen ist ein guter Start in den Tag. Im Vorbeifahren eine Fabrik gefunden, die Käse herstellt und Weinverkostung und Weine kann man hier kaufen, Marmeladen, Balsamico-Essig. Da konnte man natürlich nicht anders als mal eben reingehen, nochmal zuschlagen, in der Hoffnung, dass wir das alles noch irgendwie gebunkert kriegen. Wir sind ja gerade mal eine Woche unterwegs und haben noch ein paar Wochen vor uns. Irgendwo muss das ganze Zeug ja hin. Ja? Mitbringsel für zu Hause.
Auf unserem Weg zum nächsten Platz sind wir gerade noch mal am Lidl vorbei. Wir brauchen noch ein paar Getränke für die nächsten Tage. Bärbel ist gerade mal eben reingehüpft, macht den Einkaufswagen voll, nachdem wir ja vorhin schon bei diesem lokalen Lebensmittelproduzenten ordentlich zugeschlagen haben. Heute dann noch den Rest vom Schützenfest und ich denke, dann haben wir für die nächsten Tage wirklich mehr als genug. Ich freue mich, ich sehe das immer in den Videos, dann heute spätestens morgen mal auf eine nette Rasur wieder, dann kann ich auch wieder unter Menschen gehen. Stündchen und 30, 40 Kilometer oder so haben wir noch. Wir haben aber noch Zeit. 16 Uhr können wir auf den Platz, den wir gebucht haben, nicht mehr lange hin. Hallo ihr Lieben, wir sind hier in einer Gelateria, sagt man das so, und haben einfach mal ganz lecker Eis eingekauft. Ja, Natürlich für uns beide, ist ja klar. sieht das nicht gut aus, aber wir müssen bei uns beeilen. Ja, tropft schon ein bisschen. Ja, okay. Wir hauen rein. Auf jeden Fall kein Italienurlaub ohne italienisches Eis, das ist so klar. Wir sind angekommen an unserem Stellplatz für heute. Rancun Lodges nennt es sich. Ist so ein Glamping-Ding. Die haben hier aber auch normale Zelte mit Vans und so weiter. Stehen nicht unweit vom Sanitärgebäude weg. Das sieht ganz gut aus. Und darüber könnt ihr vielleicht die Lodges schon sehen. Sehr exklusiv da oben, alles gut. Das sieht schick aus. Na, so, wir sind auch direkt nahe der Stromsäule. Strom brauchen wir aber eigentlich gar nicht. Jetzt werden wir uns heute nur mal vermutlich den Luxus gönnen und die Markise mal rausfahren. Wetter ist nämlich super. Stellplätze sind hier genug. Vielleicht mache ich nachher noch 2, 3 Fotos von den Sanitäreinrichtungen. Dann habt ihr das auch mal gesehen. Preis für eine Nacht liegt hier 69 €, nur dass ihr das wisst. All inclusive, WLAN, Strom, Wasser. Wasser haben wir im Übrigen auch. Also, ich glaube, kann man fußläufig sagen, oder? Van, Wasser. So, das kriegen wir gerade noch hin. Gerade mal ein schönes Ründchen, sind hier an der Informationstafel angekommen. Die Platzbelegung. Wir stehen jetzt auf C3 und gehen jetzt mal eine Runde mit dem Hund hier wieder raus am Parkplatz vorbei. Mal gucken, ob wir hier irgendwo zum Fluss kommen. Agriturismo Italia. Und so sieht es hier aus. Da oben sind nochmal die Lodges. Da vergisst keiner, wo er hin muss. Hier könnt ihr sogar eine Olivenölverköstigung. Nee, das ist sie spoilert wieder. Ja, so kriegen wir keine neuen Follower, wenn du alles schon in den Videos davor erzählst. Hier ist irgendwie eine Tierwiese, irgendwelche Pferde oder so drauf. Da unten sind nochmal Zelte. Ich denke, die sind hier von dem Campground. Könnt ihr euch anmieten. Und hier oben sind dann die Lodges. Die könnt ihr euch auch mieten. Hier ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, je nachdem mit wie vielen Leuten ihr unterwegs seid. Jedenfalls eine ganz andere Nummer. Sanitäreinrichtungen sind auch super. Sind nicht getrennt nach Männlein und Weiblein, sondern alles nebeneinander. Auf der einen Seite sind die Toiletten, auf der anderen die Duschen. Mal gucken, ob ich euch dann nachher noch ein Foto zeigen kann. Muss ja dann jetzt nicht sein, wenn die Leute da drin sind, ne? Dann sind wir vielleicht schneller vom Platz wieder runter, wie uns lieb ist. Direkt hinter dem Parkplatz geht der Weg hier rein. Da geht er hier schön über eine Wiese. Und wenn mich nicht alles täuscht, wir gehen mal hier geradeaus lang, dann müssten wir aber auch da unten zu dem Fluss kommen. Das sieht doch nicht schlecht aus. Schauen wir uns hier mal eben kurz um. Ich denke, ihr hört ihn schon und seht es.
Da hinten ist auch eine Badestelle. Man kommt jetzt hier nicht direkt dran, aber irgendwo weiter hinten ist eine Badestelle. Da sind die Kinder schon am Spielen. Filmen wir jetzt auch mal nicht. Aber zum Abkühlen, wenn es richtig schön heiß ist, ist jetzt auch nicht so tief, wie man sieht. Da kann man wohl hingehen. Bärbel sucht mal noch mit der Alma einen anderen Zugang. Ja, kann man machen. So sieht halt ein Campingplatz aus. Dann funktioniert das auch mit zufriedenen Gästen. So, die Alma hat schon einen Zugang gefunden. Ja, mal ein bisschen abkühlen. Ist hier das Seitenflüsschen. Das mündet hier unten in den größeren. Hier wird man nicht wegschwimmen. Mal eben morgens, mittags kleinen Auslauf für die Dame. Da sind wir doch schon ganz zufrieden. Da oben ist nochmal der Parkplatz. Habt ihr soweit alles gesehen. Für die unter euch, die mit dem Elektroauto unterwegs sind, extra Parkplatz mit Lademöglichkeit, also auch gut. Hier ist schon mal an vieles gedacht. Alles unterschiedlich, Van, Stellplätze, Autos mit Dachzelt als Stellplätze, Camper-Stellplätze. Ja, hier ist Grauwasser. Entsorgung, kann man entweder vorwärts oder rückwärts dran. Genug Platz zum Rangieren, würde ich sagen, ist da. Ja, einmal, ich denke, Frischwasser und für die Kassette. Ich denke, dann kommt allerdings auch beides hier in den Abfluss rein, oder? Achso, nee, natürlich nicht. Das wird dann die Gluckerstation für die Chemieklamotte, für die Chemietoilette sein. Sollte eigentlich zugeschraubt sein. So. Ja, kann man machen. Die Zufahrt mit kleinen und großen Fahrzeugen möglich. Anreise ist ab 16 Uhr möglich, wenn ihr reserviert habt. Und ihr könnt dann am nächsten Tag bis 14 Uhr bleiben. Ist soweit auch okay. Wenn man das weiß, morgen kommt uns das ganz entgegen. Wir wollen nämlich morgen nicht ganz so früh los. Und da hinten stehen wir dann auch schon. Gut, für uns geht es erstmal wieder zurück. Auch sehr witzig, gerade am Rückweg gesehen. Lost and Found. Wenn jemand was verloren hat, hinlegen. Oder falls ihr noch was braucht. Nein, kleiner Scherz. Gehen wir mal eben schnell eine Runde durch Sanitärgebäude. Abwasch für Besteck und Geschirr. Ein paar Sitzbänke. Hier sind die Duschen. Gehen wir mal schnell weiter wegen der Musik. Hände waschen, rasieren oder was, keine Ahnung. Toilettenpapier habt ihr auch hier. Braucht ihr nicht mitnehmen. Und die Toiletten. Einfach, aber beide Damen sind schon vorgehuscht. Da wartet schon jemand wieder aufs Abendfutter. Ich kann es ja alles nicht glauben. Und mit mir kommt noch der zweite dazu.